In den Tiefen des kalten Nordens, wo die Wellen toben und die Eisburgen aufragen, lebten die Wikinger. Die Geschichte der Wikinger webt ihre Fäden zwischen Abenteuer und Tapferkeit, Erkundung und Kampf und erzählt von ihren Seereisen und neuen Entdeckungen. In einem kleinen Dorf an der Küste lebte Erik, der Sohn des örtlichen Wikingerhäuptlings. Erik war ein mutiger und leidenschaftlicher junger Mann, der danach strebte, die Außenwelt zu erkunden. Er träumte von Abenteuern und Ruhm, den er als Wikinger erreichen könnte. Eines Tages beschloss Erik, seinen Träumen zu folgen und Teil der Besatzung eines Wikingerschiffes zu werden. Er schloss sich einer Gruppe tapferer Krieger an, die eine Erkundungsreise über die unbekannten Meere planten. Das Schiff trug die Seelen des Abenteuers und der Stärke und tanzte stolz auf den Wellen des Meeres. Das Schiff begann seine epische Reise, begleitet von den Klängen des stürmischen Windes und dem prasselnden Regen. Sie erkundeten unbekannte Inseln und enge Meeresstraßen und standen vor zahlreichen Herausforderungen auf ihrem Weg. Dennoch wich der Wikinger nicht von der Verwirklichung seiner Träume ab, sondern nahm die Schwierigkeiten an und schritt mit Zuversicht und Entschlossenheit voran. Nach Monaten der Reise ließen sie sich an einer neuen Küste nieder, die von dichten Wäldern und bergigen Landschaften geprägt war. Sie errichteten ein kleines Dorf und begannen, die umliegende Region zu erkunden. Sie entdeckten, dass sie nicht allein waren, sondern andere Stämme in dieser Gegend lebten. Erik beschloss, nach Frieden und Koexistenz mit den anderen Stämmen zu streben, anstatt gegen sie zu kämpfen. Er führte eine kleine Gruppe von Wikingern auf einer diplomatischen Reise, um die Anführer der anderen Stämme zu treffen. Trotz der Herausforderungen und Gefahren gelang es Erik, gute Beziehungen aufzubauen und Brücken des Verständnisses und Respekts zu schaffen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Dorf unter der Führung von Erik und den Wikingern weiter und gedieh. Sie wurden bekannt für ihre Tapferkeit und Stärke, und ihr Ruf erstreckte sich auf die umliegenden Stämme. Sie brachten Reichtum und Handel in das Dorf und etablierten ein beeindruckendes Handelsnetzwerk mit entfernten Orten. Aber der Frieden währte nicht lange. An einem dunklen Abend griff eine gewaltige Streitmacht das Dorf an. Die Feinde strebten danach, den Reichtum der Wikinger zu erlangen und sie auszulöschen. Das Dorf stand einer echten Bedrohung gegenüber. Erik und die Wikinger weigerten sich aufzugeben und stellten sich dem Feind entgegen. Sie wehrten ihre Angriffe ab und kämpften mit aller Tapferkeit. Die Schlacht war lang und erbittert, aber die Wikinger bewahrten ihre starke Haltung und ihren unerschütterlichen Willen. Nach Tagen des harten Kampfes gelang es den Wikingern, den Angriff abzuwehren und den Feind zu schockieren. Sie hinterließen eine starke Botschaft für diejenigen, die versuchten, ihre Freiheit und ihren Frieden anzugreifen. Seitdem war das Dorf bekannt für seinen Mut und seine Standhaftigkeit inmitten der Schwierigkeiten. Die Wikinger setzten weiterhin ihre Reisen und Erkundungen der unbekannten Länder fort. Sie brachten Reichtum und Handel mit anderen Völkern. Die Wikinger waren nicht nur Krieger, sondern auch Pioniere, Entdecker und Diplomaten. Und so bleibt die Geschichte der Wikinger in der Erinnerung der Geschichte lebendig. Es ist die Geschichte eines mutigen Volkes, das die Welt erkundet, für seine Freiheit und seinen Wohlstand kämpft. Es ist eine Geschichte, die zukünftige Generationen inspirieren kann, nach Abenteuern, Tapferkeit und Entdeckungen zu streben und die Bedeutung von Frieden und Zusammenarbeit zu erkennen. Die Wikinger werden immer als Legenden in den Annalen der Geschichte verewigt sein. Und so endet unsere fesselnde Reise durch die faszinierende Welt der Wikinger. Ihre Tapferkeit, Entdeckungen und Handelswege haben die Geschichte geprägt und uns inspiriert. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine weiteren fesselnden Episoden. Tauchen Sie ein in die Tiefen der Vergangenheit und entdecken Sie mit uns weitere spannende Abenteuer. Besuchen Sie unsere Playlist, um weitere Videos über die nordische Geschichte, antike Kulturen und andere historische Epochen zu entdecken. Dort finden Sie eine Schatzkiste voller Wissen und Unterhaltung. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Kommentare. Teilen Sie uns mit, welche Themen Sie interessieren und welche Geschichten Sie gerne hören möchten. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Bleiben Sie neugierig, mutig und bereit, in die faszinierende Welt der Geschichte einzutauchen.